Als ich zum ersten Mal von Pferderückern gehört habe, dachte ich, das wäre irgendwie ein aussterbendes Gewerbe, was man irgendwie mal begleiten könnte, fotografieren könnte. Aber als ich mich näher damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein absolutes Thema für die Zeitgeschichte ist, weil einfach Pferderücker immer mehr benötigt werden, um eben den Wald schonend auch bearbeiten zu können. Mein Name ist Stefan Finger, ich bin freier Fotojournalist für unterschiedliche Zeitungen und Magazine, habe eine Professur für Fotografie und bin Fujifilm X-Photographer. Und heute habe ich das neue 16 bis 55 dabei, um einen Pferderücker im Rheinland zu fotografieren. Der Pferderücker ist damit beschäftigt, in Waldschneisen das Holz mit seinem Pferd hinzurücken, damit von dort eben Maschinen dann das Holz wegholen können. Fujifilm ist eigentlich bekannt dafür, dass sie gute Objektive machen, und auch das Bokeh des neuen 1655 ist im Prinzip im gesamten Brennweitenbereich sehr gut. Gerade auf dem Blendig 2,8 auch im Gegenlicht hat es einfach eine total schöne Optik. Der Vorteil an so einem Objektiv ist natürlich daran, dass man einfach wirklich variantenreich fotografieren kann, ohne dass man dauernd Objektive wechseln muss. Ich bin eigentlich ein absoluter Freund von Festbrennweiten, aber gerade bei so einer Reportage wie über den Pferderücker ist es total gut, ein Objektiv drauf zu haben und immer wieder direkt reagieren zu können, ohne dass man irgendwie die Kamera wechseln muss oder das Objektiv wechseln muss. Und da ist natürlich so ein Standardzoom, auch wenn man irgendwie unterwegs ist, natürlich ein absoluter Vorteil. Also das 16 bis 55 hat von der Bildqualität her natürlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, weil es jetzt auch die 40 Megapixel auflöst, die die XH2 und die XT5 eben hat. Das ist ein absoluter Vorteil gegenüber dem ersten 1655. Als Profifotograf muss ich mich natürlich auf das, was das Objektiv kann, auch verlassen können. Und da ist der Autofokus auch wieder extrem gut, dass er in den unterschiedlichen Brennweitenbereichen einfach auf den Punkt scharf ist. Für mich sind Kameras und Objektive Gebrauchsgegenstände. Ich habe die mir nicht gekauft, um sie in eine Vitrine zu stellen, sondern die müssen auf dem Job funktionieren. Da ist es egal, ob es mal regnet oder ob mal das Pferd abgespritzt wird oder ob das Pferd sich mal im Sand wälzt und dabei der Staub hochgeht. Das Objektiv muss danach noch funktionieren. Und da ist Fuji einfach super verlässlich, auch mit den Objektiven, die halt auch wasserabweisend sind. Nach dem Test, den ich jetzt mit dem Objektiv gemacht habe, ist für mich klar, dass dieses Standardzoom 16 bis 55 auf jeden Fall mein altes 16 bis 55 ersetzen wird. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr angefangen, den Pferderücker hier im Rheinland zu fotografieren. Und jetzt haben wir 17 Uhr und an dieser Kombination merke ich, also ich werde zwar langsam müde, aber meine Hände und meine Arme sind es definitiv nicht. Einfach weil die Kamera mit dem Objektiv super leicht ist.